Willkommen bei Auf Hoch 2 Dialog. Heute mal wieder aus Berlin und hinter mir seht ihr den Eingang zu Andex Cinegrell Filmtechnik. Ja genau, das Filmlabor in Berlin und ganz wichtiger Ansprechpartner für die Super 8 Sammlerszene seit 40 Jahren oder so. Und wir gehen jetzt da rein und ich unterhalte mich mit Herrn Diplom-Ingenieur Ludwig Draser über genau dieses Thema und bin mal gespannt, was er so erzählt. Ja, guten Tag, Herr Draser. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview für Auf Hoch 2. Andex Cinegrell bietet ja ein breites Spektrum an Dienstleistungen zum Analogfilm an. Ich möchte mich hier jetzt auf das Super 8 Material konzentrieren und da gezielt auf Filmkopien auf Super 8. Und da gehen wir erstmal in die Vergangenheit, die ist ja ganz wichtig. Als Sie in den 1980er Jahren die Firma von Ihrem Vater übernommen haben, wie fanden Sie da die Auftragslage für Super 8 vor? Naja, also wir selber haben zu dem Zeitpunkt, also 84, 85, mit Super 8 Kopienherstellung eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Das fing eigentlich erst an 87, 88. Da haben wir von Atlantic die Kopiermaschine übernommen, in Zusammenarbeit mit Roger Vollstedt. Und haben dann hauptsächlich erstmal Schwarz-Weiß-Kopien hergestellt. Der hat ja damals relativ breites Angebot an alten deutschen Spielfilmen, Kurzfilmen, Werbefilmen und alles Mögliche gehabt. Und wir hatten halt eine Kooperation mit ihm. Haben Sie auch noch für andere Filmanbieter damals? Zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Und später an. Wer kam da noch dazu? Und da kam Classicom Cinema aus England, Real Image und deren auch zum Teil und ansonsten kleinere Händler. Kemsky war auch dabei? Kemsky nicht. Ah ja, okay. Welchen Stellenwert hatte denn in den 80er Jahren Super 8 am Gesamtvolumen hier in der Firma? Dann relativ gering, also kann ich eigentlich gar nicht mehr so richtig sagen, aber so schätzungsweise ungefähr 10 bis 15%. Waren damals noch Geier und Bavaria im Super 8 Kopiergeschäft dabei? Also als wir angefangen haben, nicht mehr. Also wir haben die Kopiermaschine von Atlantic übernommen, die Kopiermaschine von der Bavaria ist zu Harnischmacher gegangen. Und was Geier mit den Kopiermaschinen gemacht hat, weiß ich nicht. Haben Sie da auch eventuell Kunden von da wissentlich übernommen? Oder? Ja, wenig. Also wir hatten einmal diese Verkehrswacht gehabt, die haben damals noch auf Super 8 Filme gemacht. Melupa hatte auch damals
so Filme gemacht, die heute eigentlich auf Video laufen würden. Und ja, dann noch 1, 2 Leute, also die Werbefilme gemacht haben. Mit der Einstellung der Filmkopie auf Super 8 für das Heimkino als Massenprodukt entstand ja in den 80er Jahren eben ein neuer Markt für Filmkopien auf Super 8 und für die Filmsammler, die mit der Qualität von so einer VHS-Kopie nicht einverstanden waren. Da gab es eben, wie Sie schon gesagt haben, die kurzen Rollen und eben auch komplette Spielfilme. Wenn jetzt der Herr Vollstedt so einen kompletten Film bei Ihnen in Auftrag gegeben hat oder meinetwegen auch Darren oder so, wie hoch waren da die Auflage? Zwischen 4 bis 10 Kopien. So niedrig, wow. Was hat dann so ein Film gekostet? Also damals war es noch relativ preiswert, also 500, 600 Euro. Also rein jetzt von Ihrer Seite aus, ohne Händlerzuschlag. Gab es damals noch andere Labors, die auch in dem Bereich tätig waren? Jedenfalls nicht in Deutschland. Also Darren hat natürlich zu dem Zeitpunkt massig produziert. Ja, die hatten natürlich ihr Kopierwerk in England, genau. Ich habe mal die Geschichte erzählt bekommen, dass es hier in Berlin auch sogenannte Underground-Kopien gab. Das war vor 1980. Wie lief denn sowas ab? Naja, ist alles über meinen Vater gelaufen und irgendwie noch jemand, der mitgemischt hat. Damals gab es ja auch noch Farbumkehr oder Schwarz-Weiß-Umkehr. Also ich kenne nur die Storys, dass nachts die Filme aus dem Kino geholt wurden, über Nacht kopiert worden sind und am nächsten Tag wieder zurückgebracht worden sind. Und aufgrund der Schnelligkeit waren die Kopien sehr unterschiedlich. Das hört sich schon spannend an, ne? Solche Kopien waren ja illegal. Definitiv. Hatten dann Super 8-Sammler grundsätzlich auch manchmal Probleme mit dem Gesetz, dass da irgendwie dann plötzlich Razzia oder Überprüfung war, nicht? Obwohl der Verkauf ist auch über Händler gegangen. Damals gab es hier noch in Berlin einen großen Super 8-Händler. Also jetzt nicht mehr, wie der Name Offermann? Offermann, genau. Der hatte damals also eigentlich die Kopien vertrieben, also wir selber nicht. Also die Aufträge kamen alle von Herrn Offermann, definitiv. Waren Sie dann auch mal in seinem Geschäft? Ja, aber nur 1, 2 Mal. Okay. Naja, das war ja so eine Institution, ne? Also zur damaligen Zeit, ja. Ja. Also ich kenne das eigentlich nur, da war ich ja noch in der Schule, in der Ausbildung, dann in Köln, also im Studium als Fotoingenieur, von daher. Ich glaube, Mitte der 80er war das bei ihm auch Schluss. Wenn wir jetzt in die Gegenwart springen, wie hat sich dann in Ihrem Haus die Nachfrage nach Super 8 in den letzten 40 Jahren entwickelt? Immer weniger. Wie ist im Moment der Gesamtanteil an Super 8 Aufträgen am Gesamtvolumen? Definitiv unter 5%. Was ist das Wichtigste? Also das Wichtigste ist bei uns eigentlich Neuproduktion, 16, 35 mm, Filmentwicklung, Digitalisierung. Also wenn man ehrlich ist, dann ist so Super 8 Kopierung eigentlich so ein Hobby nebenbei. Ja, aber das ist ja schön, dass es noch gepflegt wird, muss man ja sagen. Ja. Ist es eigentlich... Ja, und dann kommt natürlich das zweite Problem mit benötigtes Kopiermaterial noch für andere Arbeiten und das muss halt irgendwie aufgebraucht werden, weil ich jeweils größere Mengen Material kaufen muss. Das heißt, also ich bin eigentlich darauf angewiesen, dass das Material irgendwie schnell umgelegt wird und nicht hier 4, 5 Jahre liegt. Das heißt also, irgendwie muss das Material verarbeitet werden. Wie ist da die Konfektionsgröße, die Sie dann abnehmen müssen? Ja, sind 80 Rollen, A610 Meter in 16 mm und das mal 2 in Super 8. Okay. Das sind schon eine ganze Menge Material. Das ist ziemlich viel. Ja, mein lieber Freund. Haben sich die Materialeigenschaften in den letzten 30 Jahren verändert? Ja, definitiv. Also früher haben erstmal Kodak die Polyester vorbespurt genommen, was eigentlich sehr schön war, was am problemlosesten war. Dann hatten wir Aqua-Material, was eigentlich auch sehr schön war. Und dann gab es Fuji, das war dann ein bisschen problembehaftet, weil die hatten keinen Super 8 perforiert geliefert, sondern das musste man bei Orbo perforieren lassen. Das war dann ein bisschen umständlicher, aber eigentlich auch sehr schön. Und jetzt zum Schluss gibt es wieder Kodak.
Lassen Sie das dann hier, können Sie das hier bespuren oder müssen Sie es rausgeben? Also bespuren gebe ich definitiv raus, bei Polyester gibt es immer Probleme. Also ich weiß, früher hatten wir bei deren bespuren lassen, das war sehr unerfreulich. Und dann hatten wir eine Firma in München, die konnte allerdings eine Monospur machen, aber die war recht gut. Ja, dann halt notfalls Italien, aber jetzt haben wir wieder eine andere Firma, die halt eine Monospur fertigt. Aber definitiv ist die Polyesterbespurung mit Problemen behaftet. Was sind was für Probleme? Mit der nachträglichen Spur, dass es Probleme mit dem Auftrag gibt, mit dem Wackeln. Stereospur ist auch die Flüssigkeitsbespurung unterschiedlich. Naja, also sagen wir mal mit 10 bis 20% Ausschuss kann man immer rechnen.